Oh hey! Random. Was ist schon wieder, Klein Timmy? Was willst du von mir dieses Mal? Hast du nicht schon mal so ein Video gemacht darüber? Über Lego Dimensions oder wie auch immer dieser Shit heißt? Klein Timmy, was habe ich dir gesagt etwa zu Videos, die vor Jahren kamen? Erinnere mich daran nicht. Anyways, ihr habt den Titel gelesen. Heute reden wir mal über ein Spiel, was für viele mittlerweile so Nostalgie versprüht. Es ist verrückt zu sagen, dass etwa Dinge aus den Mitte 2010ern Nostalgie für manche verspüren. Aber hey, wir sind etwa in den 2020ern drin und sind schon zur Hälfte fertig mit dieser Dekade. Die Zeit vergeht zu schnell. Anyway, Lego Dimensions, reden wir mal über dieses Toys to Life Spiel. Was etwa an diesem Spiel so besonders ist, im Vergleich zu seinen Competitors, zu der Zeit zumindest. Warum dieses Spiel für viele mittlerweile sehr, sehr beliebt ist, beziehungsweise sogar schon fast einen Kultstatus hat. Und wie ich zu diesem Spiel überhaupt stehe. Alles zu diesem Spiel und mehr erfahrt ihr in diesem Video. Wie immer, hierbei handelt es nur um meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, ist es natürlich legitim. Also lasst mich doch gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Anyway, genug gesnackert, legen wir los mit diesem Video. Doch bevor wir über das Spiel als solches reden können, muss ich ein paar Dinge vorweg sagen. Und zwar die Backstory mehr oder weniger hinter dem Genre, hinter Lego und ihren Videospielen. Auf der einen Seite haben wir natürlich das Genre Toys to Life. Das ist mehr oder weniger ganz simpel erklärt. So haben wir etwa ein Videospiel, wo wir mehr oder weniger ein Gamepad haben, wo wir etwa die Figuren draufstellen können, sei es nun etwa Skyliner, sei es nun Disney Infinity Figuren und diese Figuren dann auf magische Art und Weise im Spiel spielbar sind. Das ist nicht nur etwa gemacht worden, um mehr Geld aus diesen Spielen herauszuholen. Nein, es ist auch mehr oder weniger einer dieser Dinge, wo man etwa diesen Collectors-Faktor drin hat. Sprich, man müsste natürlich alle Disney Infinity Figuren sammeln. Man müsste mal natürlich alle Skyliner sammeln. Und auch wenn diese Spiele in der Regel mehr oder weniger dir genügend Figuren zur Verfügung am Start stellen, um das Spiel mehr oder weniger halbwegs spielen zu können, hat man natürlich auch etwa viele Vorteile, wenn man bestimmte Figuren, sei es nun Mr. Incredible oder sei es nun Skyliner 155 hat. Auf der anderen Seite haben wir Lego. Lego hat sich etwa über die Jahre als ein Brand wirklich etabliert. Sei es nun über die Kinofilme, die Direct-to-DVD-Filme, Serien oder auch Videospielen. Viele sind die Lego-Videospiele Comfort Food in vielen Aspekten. In den 2000ern haben sie begonnen mit Star Wars, das natürlich auch ihre erste große Lizenzmarke war. Und diese Star Wars Spiele konnten etwa wirklich überzeugen und viele mochten sie. So hat man mehr oder weniger langsam, Schritt für Schritt, eine Lego-Formel entwickelt für die Videospiele. So erzählt man die Ereignisse, beliebte ikonische Szene mit einem Slapstick-Humor, mit den typischen Lego-Charme nach. Und diese Spiele konnten etwa viele überzeugen. Natürlich lag für viele der Charme auch daran, dass die Lego-Figuren nicht pressen konnten und dass man dadurch ein paar wirklich geniale Songs machen konnte. Und für viele heißt das auch sogar, dass etwa die Zeit, wo Lego mehr oder weniger gespitzt ist zu Dialogen, wo ihre Figuren Dialoge, richtige Sätze pressen können, die Zeit der Dark Ages war, beziehungsweise die Zeit der Dark Ages immer noch ist. Und dann ist Lego Dimensions. Lego Dimensions ist zu einer sehr seltsamen Zeit erziehen, für sowohl das Toy-to-Life-Genre als auch für die Lego-Videospiele als solches. Viele sehen dieses Spiel als das letzte wirklich unglaublich gute Lego-Spiel. Zudem ist es etwa erschienen in einer Zeit, wo das Toys-to-Life-Genre mehr oder weniger langsam den Abweg genommen hat. Skyline, das war nicht mehr so beliebt. Disney Infinity hat schon langsam mehr mit sich gestruggelt. Und Dimensions erschien mehr oder weniger zu dieser Zeit. Natürlich, Lego war eine sehr beliebte Marke und natürlich, dieser Appeal hatte immer noch was an sich. Aber Dimensions hatte nur wirklich etwa 2 große Jahre und danach ist es mehr oder weniger verstorben. Und für viele ist es eine Schande, da sie denken, dass Dimensions so viel Potenzial für mehr hätte. Aber anyway, zuerst mal reden wir mal ein wenig über die Spielzeuge, die Lego-Sets in Anführungszeichen an sich. Denn wir haben viele Arten an Lego-Sets. Zum einen haben wir die klassischen Fun-Packs, was mehr oder weniger die regulären Sets sind, wo wir eine Figur und ein Vehicle haben und wirklich viel bringen sie halt eben nicht. Dann haben wir die Story-Packs und die ganz großen, die mehr oder weniger neue Levels hinbringen und eine neue Story in ihren jeweiligen Welten mit sich bringen. So haben wir einen fürs Doctor Who oder auch Fantastic Beasts oder. Das sind natürlich meistens die teuersten, aber dafür bieten sie auch etwa mehr Game Material. Und zu dem Doctor Who's Level kommen wir ein wenig später. Wir haben auch etwa die Dual Packs, die 2 Charaktere statt 1 haben, aber wirklich was Besonderes im Vergleich zu den Fun Packs, abseits von der Masse, sind sie nicht wirklich. Und die Sets sind definitiv alle ziemlich gut. Ich würde sagen, Lego Dimensions erschien in einer Zeit,
wo Lego langsam ein wenig kreativer wurde mit den Headpieces oder auch mit manchen Figuren, aber auch noch zu einer Zeit, wo die Qualitätskontrolle bei Lego definitiv da war. Man kann mal sich streiten, ob die Qualitätskontrolle gesunken ist in der letzten Zeit. Ich würde behaupten, ja, von dem, was ich gesehen habe. Aber hier sind die Figuren wirklich überzeugbar. Man kann mal merken, was das für Figuren sind. Und die meisten haben auch ihren ganz eigenen Charme. Highlights inkludieren zum Beispiel die Kremlins-Figuren, das heißt nun Gizmo, oder auch etwa den Marshmallow-Mann aus Ghostbusters. Oder auch Doctor Who, aka Peter Capaldis Doctor Who. Wir haben da sehr viele wirklich geniale Figuren. Und wenn ihr dieses Produkt und die Figuren euch mal ansieht, dann merkt ihr schon eines. Lego Dimensions hat viele Franchises in sich. Der Appeal hierbei war, dass man so viele Franchises wie möglich hat. Anders als Disney Infinity sind diese auch von vielen anderen Firmen oder sogar auch Mediums. Manche dieser sind auch wirklich überraschend. Eine Sache, die da sehr stark heraussticht, ist etwa die Faktoren an 80 Franchises. Wir haben zum Beispiel Knight Rider, Beetlejuice, Kremlins, Goonies, Ghostbusters, aka. Dass man sehr auf die 80s Nostalgie-Marken gesetzt hat, merkt man hier, was ein wenig schade ist, aber hey, es ist auch was ganz Schönes, David Hasselhoff in Lego-Form zu sehen. Ich meine, wer kann sich etwa beschweren über Lego David Hasselhoff? Oder auch Beetlejuice, was eine ziemlich coole Minifigur ist, muss ich zugeben. Aber wir haben auch etwa neuere Marken, beziehungsweise Marken, die auch aktuell liefen. Wie zum Beispiel Peter Capaldis Doctor Who und meine Güte, Doctor Who, darüber könnte ich schwärmen in Lego Dimensions. Oder auch Teen Titans Go. Ich bin kein großer Teen Titans Go-Fan, aber hey, wir haben die Teen Titans hier. Oder auch natürlich DC, was eine gigantische Lego-Marke ist. Ich meine, wir haben Lego Batman als einer der Starterfiguren, was absolut Sinn macht. Die Lego Batman-Spiele sind mehr oder weniger neben Star Wars die zweitgrößte Lego-Video-Game-Marke. Oder auch Herr der Ringe, was auch an sich Sinn macht, da es ein gigantisches Warner Brothers Franchise ist mit Gandalf. Also macht das natürlich absolut Sinn, dass es auch eine Starterfigur ist. Oder auch Wildstar und ein paar der Lego-Movie-Figuren, was ein No-Brainer ist, weil der Lego-Movie ein gigantischer Hit war. Und man müsste natürlich auch seine ganz eigenen Marken von Lego hier reinsetzen. Sei es nun Lego Movie, Lego Ninjago, Lego City Undercover und what have you. Eine Sache, die dabei sehr stark heraussticht, sind, wie viele Marken hier sind, die nur paar oder sogar fast gar keine richtigen Lego-Sets haben. Viele dieser Marken sind etwa welche, die sich Fans sehr lange gewünscht haben. Also hier ein paar Minifiguren oder auch ein paar Vehicle in Miniform zu sehen, ist natürlich bestimmt auch ein Blast. Es ist impressive, was man hier für Marken gekriegt hat. Und wenn man sich die gescheiterten Pläne für das dritte Jahr, beziehungsweise die Zukunft von Dimensions anschaut, dann hätten wir viele andere Figuren gekriegt, die ihren Platz hier verdient hätten. Sei es nun Looney Tunes, Tom und Jerry oder auch fucking Minecraft. An sich ist das Roster an Franchises wirklich spaßig. Wir haben ein paar No-Brainers, wir haben ein paar eigenen Lego-Marken, ein paar Nostalgie-Marken und ein paar, die ein wenig überraschen. Ich meine Doctor Who und Portal. Das ist wirklich überraschend. Doch das ist alles schön und gut. Aber wir wollen doch mal ein wenig reden über das Game als solches. Denn auch wenn es ein gigantisch großes und sehr spaßiges Roster in sich hat, wie taugt denn nun das Game als solches? Nun, well, Lego Dimensions erfindet das Rad nicht neu. Wenn ihr ein Lego-Spiel gespielt habt, vor allem eins von der Mitte, frühen 2010er Ära, dann wisst ihr genau, was euch erwartet mit diesem Spiel. Das Gameplay ist mehr oder weniger das typische Puzzle-Gameplay, was wir schon aus vielen der anderen Lego-Games kennen. Dass man das Rad nicht neu erfinden muss, ist hierbei, finde ich, etwa sehr legitim. Ich würde sagen, dass etwa bei den späteren Lego-Spielen man das stark kritisieren kann, da es auf Dauer nach dem 25. Lego-Spiel ein wenig repetitive sein kann und so eine Form ja auch nur bis zu einem bestimmten Grad funktionieren kann. Hierbei denke ich, dass es relativ gut funktioniert. Das Spiel spielt sich relativ spaßig und ich würde sagen, wenn ihr euren Spaß mit den anderen Lego-Games gehabt habt, dann werdet ihr auch hier euren Spaß finden. Wirklich etwas zu bemängeln habe ich jetzt nicht. Die typischen Probleme, die man vielleicht bei einem Lego-Spiel hat, kann man auch hier finden, aber wirklich mich beschweren kann ich mich nicht. Ich mag die Lego-Spiele, die ich zumindest gespielt habe und das ist hier auch keine Ausnahme. Und kleine Randnote am Rande, ich spreche hierbei von der PS4-Version, aka die PlayStation 4-Version, nicht etwa die Wii U-Version, nicht etwa die Xbox 360-Version oder PS3-Version oder was auch immer. Ich glaube, das muss man wirklich etwa am Rande sagen, da zum Beispiel ich etwa gehört habe, dass die Wii U-Version leider sich nicht wirklich gut spielt und leider auch viel Content aus dem zweiten Jahr mehr oder weniger
weniger mittlerweile fehlt, da man das irgendwie nicht downloaden kann. Was wirklich schade ist, und ich hoffe wirklich, dass man irgendwie Dimensions preserven kann. Tatsächlich ist dieses Spiel wirklich das verdient. Ich meine, es ist wirklich schade, dass mehr oder weniger dieses Spiel ein wenig doomed ist, durch eben sein Genre Toys to Life. Aber dazu kommen wir zu einem anderen Punkt später im Video. Die Story ist ziemlich simpel gestrickt. Lord Vortex, Arco, unser Big Baddie, klaut sich ein wenig paar Leute aus verschiedenen Universen, sei es nun Frodo, sei es nun Robin, sei es nun der eine Pirat aus der Lego Movie, dessen Namen ich vergessen habe, und so ein bisschen Wild-Style Gandalf und Batman durch die Dimension reisen und verschiedenen Schurken, die in anderen Dimensionen zu finden sind, besiegen. Und das ist wirklich spaßig. Natürlich haben wir etwa eine Formel hier und wirklich viel ändert sich im Gameplay nicht. Wir haben halt eben, wie gesagt, das typische Lego-Gameplay. Aber was man hier etwa mit ein paar dieser Welten gemacht hat, ist wirklich spaßig. Und ich glaube, das große Highlight dieses Spiels ist, bei manchen dieser Welten merkt man auch einfach wirklich die Liebe zum Source Material. So kriegen wir viele spaßige Nods, viele spaßige Referenzen, viele spaßige In-Jokes, die vielleicht ein wenig flat fallen, wenn ihr das Original nicht kennt, wie zum Beispiel The Goonies oder The Simpsons. Für Fans der Marken aber einen kleinen Lacher reinbringen. Highlights von diesen Welten inkludieren zum Beispiel die Welt von The Simpsons, die wirklich etwa Springfield in Lego-Form superb hervorgebracht hat. Oder auch Portal und meine Güte Portal. Dass man ein Lego Portal Level mehr oder weniger hat, da wir auch etwa ein Story Pack von Portal haben, ist wunderbar. Für mich ist Portal so einer dieser Videospielmarken, die zu einer der ikonischsten und einen der recognizable überhaupt gilt. Und dabei haben wir nur zwei richtige Portal-Spiele. Dass man also Portal etwa in Lego-Form hier sieht, ist wirklich charmant und einfach nur spaßig as fuck. Und als jemand, der das Story-Level-Pack gespielt hat, meine Güte ist das spaßig. Die Liebe zu dem Originalspiel, vor allem Portal 2, kann man auch einfach nur hier pur und pur merken. Das kann man auch etwa merken, da man etwa Kledos originale Stimme hier zu finden hat. Und das findet man auch mit vielen der Charakteren. Manche dieser sind Archive-Footage, also Archiv-Audios. Und das kann man etwa wirklich stark merken an zum Beispiel den Simpsons-Figuren. Aber wenn sie etwa ein paar der originalen Stimmen gekriegt haben, um ein paar neue Lines aufzunehmen, funktioniert das einfach nur so gut. Wie zum Beispiel hier etwa mit Portal. Oder auch mein ganz großes Highlight, Doctor Who. Ich mache hier kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Doctor Who für mich das große Highlight in Dimensions ist. Ich meine, habt ihr meinen Kanal gesehen und wie viele Doctor Who Videos ich gemacht habe? Ich glaube, ich habe über diese Marke mehr geredet als über irgendwas anderes auf jeden Channel. Bitte schaut mal ein ganz langes Doctor Who Video, damit dieses Video endlich mal ein paar mehr Aufrufe kriegen kann. Dankeschön. Aber ja, das Doctor Who Story Level ist simpel gestrickt, ist jetzt nicht etwa allzu grandios, aber es funktioniert wirklich gut. Doctor Who in der Videospielwelt ist nicht gerade etwa jemand, der wirklich viele Bangers in sich hat. Wenn man sich die Liste der Videospiele anschaut, sind die dann doch meistens enttäuschend. Und deshalb ist Lego Dimensions das beste Doctor Who Spiel, denn es weiß, wie man etwa mehr oder weniger mit so einer kreativen Welt zu arbeiten hat. So kriegen wir etwa die Funktion, dass wir mehr oder weniger gezwungen sind, mit der TARDIS in verschiedenen Zeitlinien, Epochen und so weiter zu reisen, um dieses Spiel wirklich richtig zu spielen. Und genau das möchte ich von einem Doctor Who Spiel. Kein VR-Dingsterbums, kein Pose-Game. Ich möchte etwa das Reisen von Zeitreisen wirklich hier sehen. Und die Liebe einfach zur Doctor Who kann man merken. Die Entwickler hinter diesem Spiel haben wirklich viel Liebe gemacht. Nicht nur hat man viele beliebte Stimmen hineingebracht für dieses Spiel, nicht nur haben wir etwa Daros hier und auch eine kleine Dalek-Story, beziehungsweise ein paar Daleks hier zu finden. Nicht nur haben wir etwa Peter Capaldi, der eine super Performance wie immer bringt in die Rolle des Doktors, oder auch Michelle Gomez als Missy. Nicht nur haben wir jede Inkarnation des Doktors zu diesem Zeitpunkt, selbst den Bloody War Doctor. Nicht nur haben wir etwa einen Filter für Hartnell und Troughton, damit man diesen Black and White viel reinbringen kann. Nicht nur haben wir etwa ein geheimes Level, was mehr oder weniger einen die Chance gibt, ein klassisches Duel ein wenig nachzuspielen. Nicht nur haben wir etwa fantastisch aussehende Minifiguren der Doktoren-Inkarnationen. Nein, man merkt auch einfach, wie viele Referenzen, wie viele kleine Nods, wie viel Liebe eben zu dieser Welt, zu diesen Epochen, zu manchen dieser Stories in sich fließt. Nicht nur zu der Revival Show, nicht nur etwa zu Classic Who, selbst sogar ein paar kleine Nods zur im EU, aka dem Expanded Universe, lassen sich hier finden. Und das macht mich
wirklich etwas traurig, dass wir nie ein richtiges Doctor Who Videogame in Lego-Form gekriegt haben. Come on, TT Games. Kommt zurück und bringt uns das Lego Doctor Who Game. Bitte, bitte, bitte. Dimension strahlt vom Crossover-Aspekt am meisten aus. Als Spiel als solches bietet es nichts wirklich etwa Neues, was wir nicht etwa in anderen Lego-Spielen gesehen oder gespielt haben. Aber durch die Liebe zum Detail findet sich so viel Spaß in jedem Spiel wieder. So ist es wirklich enttäuschend, dass dieses Spiel mehr oder weniger durch sein eigenes Genre am Ende des Tages verstorben ist. Wie schon etwa angeteasert, Toys to Life und wann dieses Spiel herauskam, war mehr oder weniger dieses Genre an Videospielen fast am Ende. Heutzutage ist es nicht mehr wirklich etwa ein Genre, was wir etwa hier wirklich finden, da sich die Welt der Videogames, die Landscape stark verändert hat. Sowas wie Toys to Life kann irgendwie heutzutage eher weniger funktionieren. Heutzutage schauen die meisten eher mehr mit guten Erinnerungen zu den Videospielen, sei es nun Dimension, sei es nun Disney Infinity. Und es haben sich viele Fan-Communities gebildet von Leuten, die als Kinder oder als Mitte-Jugendliche oder als Teenagers oder was auch immer zum ersten Mal dieses Spiel zu den 2010er Zeiten gespielt haben. Die nicht nur etwa zum Beispiel neue Charaktere modden in diesen Spielen oder auch einfach die Möglichkeit eingeben, die Spiele zu einem bestimmten Grade online zu spielen, wenn ihr wisst, wo ihr etwa suchen müsst. Nein, man zeigt mal mehr oder weniger auch, wie viel am Ende des Tages diese Spiele für manche etwa bedeutet haben. Selbst so ein Spiel wie Disney Infinity hat wirklich viel Liebe und hat wirklich viele Innovationen in sich gebracht. Ich würde sogar behaupten, Skylanders war mehr oder weniger die einzige große Marke der großen drei Toys to Life Spiele, die ein wenig faul war an manchen Stellen, aber auch natürlich seine ganz eigenen Fans hat. Immerhin sind diese Designs für viele sehr nostalgisch. Es ist wirklich traurig, dass Dimensions mehr oder weniger nicht wirklich etwa auf seinen eigenen Füßen stehen konnten. Als es herauskam, hatte es eine sehr kurze Lebensspanne, einfach wegen der Natur dieses Spiels eben. Und ich hätte mich wirklich gefreut zu sehen, was man etwa mit Dimensions noch etwa erschaffen könnte oder was für neue Welten man etwa hereinbringen könnte. Und es ist wirklich schade, dass mit der Zeit auch vieles des zweiten Jahres zum Beispiel ein wenig verloren geht, da mehrere Shops ein wenig etwa mittlerweile schließen. Und wenn man sich zum Beispiel die Xbox 360 Version anschaut, man ein gutes Stück des Spiels leider nicht mehr wirklich spielen kann. Es ist wirklich schade, denn dieses Spiel verdient wirklich viel besser. Und es freut mich wirklich zu sehen, dass dieses Spiel mittlerweile seine ganz eigene Fanbase um sich bringen konnte. Zwar gab es natürlich schon immer etwa eine Fanbase für Dimensions, aber mittlerweile fühlt es sich wirklich so an, als hätte dieses Spiel Kult-Status erreicht. Und für mein Geld hat es sich das verdient. Doch anyway, kanntet ihr schon Lego Dimensions? Was ist euer Lieblings-Franchise in Lego Dimensions und welche IPs hättet ihr gerne da drin gesehen? Findet ihr, ich habe einen okayen Job gemacht, ein wenig über Dimensions zu reden und über das Spiel zu reflektieren? Lasst es mich doch gerne alles in den Kommentaren wissen. Doch wir sehen uns, bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!